Herzlich willkommen bei Animaux sans frontières. Wir hören hier eine Rabenkrähe aus dem Augarten in Wien. Leider kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob hier ein Männchen oder ein Weibchen kräht. Männchen und Weibchen unterscheiden sich in ihrem Aussehen nämlich nur dadurch, dass die Weibchen etwas schlanker gebaut und ein wenig kleiner sind. Ob es sich bei Rabenkrähen und Nebelkrähen um zwei Unterarten der Aaskrähe oder doch um zwei eigenständige Arten handelt, ist umstritten. Die Vögel sind einander genetisch sehr ähnlich. Die Unterschiede im Aussehen kommen durch genetische Variationen, die weniger als 1% des Erbguts betreffen, zustande. Quer durch Deutschland und auch durch Wien zieht sich eine Hybridisierungszone, in der beide Arten vorkommen. Deshalb stelle ich euch heute einfach Rabenkrähen und Nebelkrähen gemeinsam vor. Die Rabenkrähe im Westen ist schwarz und wesentlich kleiner als der Kolkrabe. Sie lässt sich am einfachsten von der Saatkrähe unterscheiden, indem man ihr auf den Schnabel schaut. Saatkrähen haben einen gelb-weißlichen Schnabel, Rabenkrähenschnäbel sind hingegen schwarz. Die Nebelkrähe im Osten ist auf Bauch und Rücken grau, aber am Kopf, zentral auf der Brust, am Schwanz und auf den Flügeln schwarz. Rabenkrähen brüten lieber alleine, Nebelkrähen in kleinen Kolonien mit mehreren Brutpaaren. Die meisten Krähen in Wien sind hybride Tiere, die eine Nebel- und eine Rabenkrähe als Eltern haben. Diese Hybride können sich weiter fortpflanzen. Wien ist anders. Der Name Aaskrähe ist nicht so gut gewählt. Sie fressen zwar Aas, ernähren sich aber auch von Getreidesamen, Regenwürmern, Käfern, kleinen Wirbeltieren, Vogeleiern, Obst, Wurzeln, Nüssen und Abfällen. Sie sind sehr geschickt bei der Futtersuche. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass die Krähen hartschalige Nüsse aus dem Flug fallen lassen. In Wien benutzen manche Krähen sogar die Straßenbahn als Nussknacker. Weniger bekannt ist vielleicht, dass Krähen aus skandinavischen Populationen an unbeaufsichtigten Angelleinen ziehen, um die daran hängenden Fische zu essen. Überschüssige Nahrung wird sorgfältig versteckt und später gegessen. Aaskrähen brüten am liebsten in Baumkronen, aber auch in Gebäuden, Felsnischen oder am Boden. Die Mutter legt 2 bis 6 bläulich-grünliche Eier, die etwa 20 Tage lang ausgebrütet werden. Im Süden beginnt die Brutzeit schon mit Ende Februar, im Norden erst im April oder Mai. Die Jungtiere verbringen 30 bis 35 Tage im Nest und fliegen dann aus. Sie bleiben noch bis zum Juli in der Familie und leben danach eigenständig. Sie können bis über 19 Jahre alt werden. Im Winter könnt ihr den Krähen Zusatzfutter anbieten. Heimische Beeren, frische Früchte und heimisches Gemüse, Esskastanien, Walnüsse und Haselnüsse werden gern gegessen. Sie mögen auch gekochte Eier, Würmer oder andere Insekten oder Vogelfettfutter aus dem Fachhandel. Das Futter könnt ihr auf erhöhten Plätzen, wie zum Beispiel Fensterbänken oder in aufgehängten Körben anbieten. Die besten Fütterzeiten sind nachmittags oder kurz vor der Dämmerung. Wenn es den Krähen schmeckt, könnt ihr damit rechnen, dass sie euch in Zukunft täglich besuchen kommen. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis nächste Woche bei Animaux sans frontières.